Heute im Makerist Nählexikon T wie Trickmarker. Und der Trickmarker ist ein Markierwerkzeug aus dem Hause Prym, unsere Partner hier im Nählexikon. Und das ist wohl das magischste Markierwerkzeug, das ich euch bieten kann. Ich habe ja schon einige gehabt, für euch verlinkt, Schneiderkreide und so weiter. Heute der Trickmarker und der ist nicht nur magisch, sondern auch sehr, sehr beliebt. Ich wollte letztens einen kaufen im Laden, da gab es keinen mehr und ich weiß auch hier im Team ist der ständig vergriffen, weil der irgendwie immer aus dem Lager in unser Studio hin und her geschleppt wird, weil alle den mal benutzen wollen und den schauen wir uns heute im Detail an. Der Trickmarker von Prym kommt in verschiedenen Varianten daher. Wir haben den ganz klassischen Trickmarker, den selbstlöschenden, und dann haben wir noch Aqua-Trickmarker. Das sind Varianten, die mit Wasser gelöscht werden, also die ihr dann einfach quasi mit Wasser wieder wegwaschen könnt. Schauen wir uns alle an. Wir fangen direkt an hier mit diesem kleinen Zauberstab. Das ist der Standard-Trickmarker von Prym. Ich habe jetzt hier die feine Variante in der Hand. Es gibt auch noch eine dickere. Ihr seht dann vorne einfach, dass die Spitzen unterschiedlich sind. Der hier ist mehr wie so ein dicker Feinliner und die wirklich dicke Variante ist wirklich ein Filzstift. Der hat eine kleine Filzspitze und mit denen könnt ihr markieren. Die nehmen sich nicht viel. Also wie gesagt, der hier ist deutlich feiner, wenn ihr so ganz feine Sachen macht wie Sticken oder so. Wenn ihr jetzt so eine Sticklinie vorzeichnen wollt, dann ist der die Variante der Wahl. Der dicke ist für alles geeignet, Schnittmuster und so weiter. Da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, wenn ihr den einen oder den anderen nehmt. Und der hat eben das tolle Feature, dass er magischerweise sich selbst wieder löscht. Das heißt, wenn ihr mit dem anzeichnet, verschwindet die Markierung im Optimalfall, in der Regel, nach ein paar Stunden, spätestens irgendwie nach einem Tag. Das klappt eigentlich mit allen Stoffen. Trotzdem steht auf der Packung und ich kann es euch auch nur empfehlen, testet es vorher einmal, dass ihr wirklich eine kleine Probemarkierung macht mit dem Ding und einmal prüft, ob wirklich dann am nächsten Tag die Markierung komplett weg ist oder falls da noch wirklich Überreste sind, ob die sich wegwaschen lassen, weil es gibt immer mal wieder neue Stoffe, irgendwie neue Möglichkeiten, neue Inhaltsstoffe, neue Webarten oder so, wo möglicherweise die Farbe nicht rausgeht. Und das wäre schade, wenn ihr euch da eure Nähstücke mit versaut. In 99,99% funktioniert der wunderbar, aber ihr wollt diese 0,1% natürlich auch ausschließen. Also immer testen und gucken, ob der Kollege sich komplett von alleine wieder löscht, so wie er soll. Die Prym Aqua-Trickmarker, die sind natürlich mit dem klassischen Trickmarker verwandt. Wie gesagt, ihr könnt damit Markierungen setzen, ihr könnt die dann wieder verschwinden lassen oder aktiv verschwinden lassen, aktiv verschwinden, wenn man so will. Wir haben Aquamarker in anderen Farben, da habe ich jetzt hier so ein Blau, einen weißen. Der Trickmarker, habe ich gar nicht gesagt, ist violett, das klassische Prym-Violett. Und ja, mit dieser Farbpalette seid ihr auch ganz gut aufgestellt. Ihr könnt helle Stoffe markieren und dunkle Stoffe und habt da wirklich überhaupt keine Probleme, die Markierungen auch wirklich immer zu sehen. Und jetzt ist eben das Schöne beim Aqua-Trickmarker, dass der Kollege nicht mit der Zeit verblasst. Manchmal braucht man ja auch Markierungen, die länger halten. Und dass ihr eben diese Markierung selber mit Wasser wieder löschen könnt. Und dafür kommt zum Beispiel mit dem blauen Aquamarker auch hier so ein Wasserstift daher. Und der ist, den finde ich richtig cool. Den finde ich fast noch toller als die beiden Kollegen hier, weil die sind natürlich, also die sind wie Filzstifte, ne? Die können halt ein bisschen mehr, weil man sie wieder löschen kann. Aber im Grunde könnt ihr mit denen arbeiten wie mit ganz normalen Filzstiften. Die haben auch so eine Filzstiftkappe vorne. Aber das hier ist tatsächlich der Löschstift. Das ist ein Stift, ein Pinsel. Der hat hier oben einen synthetischen Pinsel, also wirklich so Pinselhaare. Und den könnt ihr hier aufschrauben, so. Und einmal am Wasserhahn mit Wasser befüllen. Einfach hier rein, der hier ist jetzt auch schon befüllt. Dann schraubt ihr den wieder zu. Und dann ist hier diese blaue Stelle, da steht Push, da müsst ihr drücken und dann kommt oben das Wasser raus, das ihr reingefüllt habt. Und mit dem Kollegen könnt ihr dann eben ganz einfach die Markierungen, die ihr vorher gesetzt habt mit euren Stiften, super wieder wegwischen. Also ein bisschen Wasser aufs Stoffstück geben und dann eben mit diesen Pinselhaaren da drüber wischen und dann verschwinden eure Markierungen wirklich restlos. Wer zum ersten Mal mit dem weißen Aqua-Trickmarker arbeitet, wird sich im ersten Moment ein bisschen wundern. Das habe ich gestern auch, als ich den getestet habe. Denn ich habe damit eine Zeichnung gemacht, also was angezeichnet auf einem Stoff. Zugegeben, es war ein relativ heller Stoff.
und ich habe erstmal nichts gesehen. Also erstmal sah es einfach nur sehr, sehr dünn aus und sah so ein bisschen aus, wie als wäre der Stoff an der Stelle ein bisschen feucht. Ich habe das Ganze ein paar Minuten liegen lassen und dann kam die weiße Farbe zum Vorschein. Ihr habt also hier ein bisschen den Unterschied, dass der blaue und der violette Stift wirklich Farbe abgeben, die man sofort sieht. Und der weiße Stift muss erst minimal antrocknen und dann kann man diese Farbe auch sehen und danach arbeiten. Also wundert euch nicht, wenn im ersten Moment das Ganze so ein bisschen milchig oder wirklich nicht dolle sichtbar ist und wartet ein paar Minuten und seht dann, wie wirklich die Markierungen da sitzen, wo sie sollen. So richtig viel braucht man zu den Trickmarkern nicht erzählen. Wir haben irgendwann in unserem Leben alle mal mit Filzstiften oder mit Feinlinern oder mit irgendwelchen Stiften gemalt und geschrieben und wir wissen alle, wie die funktionieren. Trotzdem gibt es so ein paar kleine Tipps, die ihr beachten könntet, damit ihr wirklich gute Ergebnisse habt und damit ihr auch lange mit diesen Stiften arbeiten könnt. Und wir beginnen direkt mit Tipp Nummer 1 zum Thema Trickmarker. Testet ihn an einer unauffälligen Stelle. Ich habe es eben schon einmal gesagt, vor allem beim Selbstlöschenden, aber auch bei dem, der mit Wasser entfernt wird. Man weiß nie, ob der Stoff nicht doch irgendwelche Bestandteile der Farbe noch behält und nicht wieder abgibt oder ob die beim Waschen rausgehen oder wie auch immer. Das heißt, gerade wenn ihr besondere Stoffe habt, mit denen ihr nicht so oft arbeitet, die vielleicht ein bisschen teurer sind, vielleicht andere Materialmischungen, testet es irgendwo in der Ecke und lasst es auch wirklich mal einen Tag liegen, wenn ihr es entweder mit dem selbstlöschenden Marker gemacht habt, dass ihr wirklich guckt, ist nach einem Tag alles weg, oder dass ihr das auch wirklich durchtrocknen lasst, wenn ihr das mit dem Aquastift wieder wegmacht. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, das einmal auszuprobieren, dann habt ihr keine bösen Überraschungen. Und schaut euch die Stellen, an denen ihr markiert habt, unbedingt auch nochmal bei Tageslicht an. Also gerade wenn es irgendwie Positionen sind, die später an einem Kleidungsstück zu sehen sind, hätte ich jetzt hier so eine Taschenposition oder ein Knopfloch oder irgendwie sowas, wartet wirklich, bis eben die Farbe weg ist oder bis ihr sie wirklich getrocknet, weggewischt habt und dann nehmt das Ganze mal mit ans Fenster und guckt wirklich bei Tageslicht, wie es aussieht. Weil manchmal sieht man wirklich noch so kleine Schatten, die man eben bei Kunstlicht nicht sieht, erst am Fenster. Tipp Nummer 2 gilt für unseren selbstlöschenden kleinen magischen Trickmarker. Beachtet das Timing. Denn dadurch, dass dieser Stift sich von alleine wieder löscht, müsst ihr mit einberechnen, dass ihr nicht heute etwas anzeichnen könnt und morgen dann erst nähen könnt. Also wenn es gerade sowas ist wie Taschenpositionen, irgendwelche Knipse, irgendwelche Brustabnäher, die ihr euch fein säuberlich vom Schnittmuster übertragt, dann müsst ihr die auch wirklich innerhalb der nächsten paar Stunden nähen, damit ihr die Markierung gut erkennt. Wenn ihr heute markieren und nächste Woche nähen wollt, dann wird das nichts. Dann empfehle ich euch entweder eine andere Markierungsart oder wirklich mit diesen Stellen, mit der Markierung dieser Stellen abzuwarten, bis ihr Zeit habt, das schnell zu markieren und dann direkt zu nähen, weil sonst sind diese Markierungen eben einfach weg. Und gerade was sowas angeht wie Säume oder irgendwelche Knipse an der Seite, die muss man ja jetzt auch nicht wirklich mit einem Stift markieren, das kann man auch mit der Schere machen, dann habt ihr dieses Problem schon mal nicht. Tipp Nummer 3, lagert die Stifte anständig. Das steht auf der Packung, das kann ich euch auch nur empfehlen. Lagert die Stifte kopfüber, also mit der Kappe nach unten, sodass die Farbe, die da drin ist, wirklich immer an der Spitze sein kann. So habt ihr viel länger Spaß mit euren Stiften und sie lassen sich auch viel besser benutzen. Und das bringt uns direkt zu Tipp Nummer 4. Denn wenn ihr die richtig lagert, dann könnt ihr die simpler benutzen und müsst Nummer 4 nicht aufdrücken. Mit diesen Stiften lohnt es sich wirklich nicht aufzudrücken, weil das bringt vielleicht einen Moment lang ein bisschen mehr Farbe, aber die gehen kaputt. Das ist ganz einfach, wenn ihr drückt wie mit einem Filzstift, da wird irgendwann diese Filzkappe vorne wird ganz platt oder beim Feinliner knickt euch das um oder knickt ein. Das sind wirklich Stifte, die nicht auf Druck reagieren, deswegen immer schön zumachen, gucken, dass sie trocken, also geschlossen, luftdicht gelagert sind mit Deckel drauf und eben mit dem Kopf runter, weil eben die Stifte die Farbe abgeben und nicht durch Abrieb irgendwie mechanisch funktionieren wie eine Kreide. Wenn ihr ein Stück Kreide habt, dann wird das kleiner, dann ist es klar, dass ihr da drücken könnt und dann kommt mehr. Bei dem Stift kommt wirklich immer nur so viel Farbe, wie gerade an der Spitze ist. Dementsprechend könnt ihr hier mit Lagerung und mit ein bisschen Geduld sehr viel mehr erreichen und habt dann sehr viel länger Spaß. Und das kann ich wirklich auch aus Erfahrung sagen, weil unsere Stifte, die wir hier im Büro haben, werden hin und wieder falsch gelagert und dann und wann hat auch mal jemand die Kappe zu doll drauf gedrückt und dann ist die aufgeplatzt. Das heißt, ich habe hier so 1, 2 Exemplare bei uns im Studio, die sind halt wirklich angetrocknet. Und wenn die trocknen, dann wird immer mehr aufgedrückt und dann hat man irgendwann so eine dicke, platte Spitze und da kommt nicht mehr viel bei rum. Dementsprechend behandelt die Stifte gut, dann habt ihr sehr lange Freude damit. Tipp Nummer 5, damit ihr noch ein bisschen länger Freude mit euren Stiften habt, markiert nachhaltig und damit meine ich, markiert einfach wenig, beziehungsweise markiert das, was ihr müsst,
aber übertreibt es nicht. Das können so einfache Sachen sein, wie zum Beispiel ein gerader Saum oder irgendeine Nahtzugabe, die man tatsächlich auch einfach mit dem Rollschneider und Lineal direkt anschneiden kann, die man gar nicht markieren muss. Wenn ihr sie markieren möchtet, dann müsst ihr vielleicht nicht den ganzen Meter runterzeichnen mit eurem Stift, sondern könnt mit Punkten oder mit Strichen arbeiten. Also es macht schon Sinn, ein bisschen zu gucken, wo müssen Markierungen gesetzt werden, wo sind sie wirklich unerlässlich. Brustabnäher, Knipse, wenn ihr nicht schneiden wollt, sondern lieber markiert, Knopflöcher, all solche Sachen, absolut, die müssen alle sauber gesetzt werden. Aber gerade sowas wie Saumzugaben, Nahtzugaben, da kann man auch oft mit ein paar Tricks mit dem Lineal und dem Rollschneider direkt richtig anschneiden, ohne den Spaß jetzt erstmal anzeichnen zu müssen. Und so bleibt euer Stift einfach länger voll, weil wenn die Farbe weg ist, ist sie weg, dann ist er leer und dann könnt ihr den nicht mehr benutzen. Hier im Nählexikon hatten wir jetzt schon einige Markierwerkzeuge, beziehungsweise ich habe mir einige angeguckt, andere habe ich einfach nur benutzt. Auch wenn ihr die Tutorials durchguckt, da seht ihr, dass ich manchmal dann auch mit einem Bleistift arbeite, manchmal mit einem Trickmarker, manchmal mit der Kreidemaus. Also es gibt viele, viele Werkzeuge und ich habe schon viele, viele davon benutzt. Ich habe tatsächlich einen ganz klaren Favoriten. Das ist, ich gestehe es, nicht der Trickmarker. Ich finde den fantastisch und den benutze ich hier im Büro auch gerne, aber ich habe einfach zu Hause eine Kreidemaus und wenn die da ist, benutze ich die. Also ich glaube, es hat jeder so sein Favorite Markierwerkzeug, seine Möglichkeiten und ich kann euch nur empfehlen, euch da auch ein bisschen durchzuprobieren. Also ich bin hier in der tollen Situation, dass ich die alle hier vor Ort habe und mal testen kann und ich kann auch wirklich alles uneingeschränkt empfehlen, aber ich habe mich einfach so sehr an meine Kreidemaus gewöhnt, dass ich mit der sehr, sehr glücklich bin. Aber ich bin natürlich gespannt, womit ihr markiert und welche Vor- und Nachteile ihr zum Beispiel hier in diesen Kollegen seht. Also nutzt ihr gerne den Trickmarker? Wofür nutzt ihr ihn? Wofür nutzt ihr ihn vielleicht lieber nicht? Lasst mich und alle anderen, die das Video gucken, das unbedingt wissen unter diesem Video in der Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr die Dinge auch so praktisch findet. Und dann hoffe ich, dass ihr unter dem Video wie immer den Gutscheincode findet. Da gibt es auch Rabatt auf die Kollegen hier. Und noch weiter unten, über dem Gutscheincode findet ihr auch noch den Link zur Themenseite und ein paar Links eben zu den Kollegen hier. Übrigens, der hier ist nicht überall dabei, sondern nur beim blauen. Da haben wir den Löschstift. Mit dem weißen könnt ihr auch einfach mit einem Pinsel mit Wasser rangehen oder mit einem Tuch. Und der geht ja von alleine weg. Schaut euch die alle an, unten verlinkt und verratet mir, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!